In Blender gibt es 8 verschiedene Physics Modifier, mit denen du realistische Simulationen erstellen kannst und später auch Animationen baken kannst. Doch wie genau funktionieren sie, wo sind sie einsetzbar und wie kann man sie konfigurieren? Ich zeig's dir in der heutigen Folge von Blender 4.4 in 10 Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted, lass gerne ein Like, wenn es dir gefallen sollte, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib gerne Fragen, Feedback sowie Meinungen zur Folge in die Kommentare. Und schon geht's los. Wie können Partikelsysteme mit anderen Meshes kollidieren? Zuerst einmal brauchen wir hierfür zwei Objekte zum Demonstrieren, einen Mesh-Würfel und einmal einen Boden, hier ein Plane. Und der Würfel hier oben, der kriegt einmal ein Partikelsystem zugewiesen über die Partikelsystem-Eigenschaften mit dem Plus-Button hier oben rechts. Und dann haben wir hier 1000 Partikel, die von Frame 1 bis 150 spawnen und hier eine Lifetime von 100 haben. Umgekehrt braucht der Boden oder das Mesh, mit dem die kollidieren, einmal einen Physics Modifier. Dafür gehen wir hier unten hin und fügen dem hier oben links das Collision hinzu. Collision erlaubt es Meshes, dass sie mit bestimmten anderen Objekten in Blender kollidieren können. Dazu gehören jetzt hier in dem Falle Partikel von Partikelsystemen und Softbody und Cloth. Dazu kommen wir nachher im Laufe der Folge. Aber da wir Partikelsysteme bereits in den letzten 2 Folgen behandelt haben, einmal nochmal kurz hier die Einstellungen dazu. Wir können hier einstellen, wie stark eben Partikel dran kleben sollen, ob Partikel bei der Kollision direkt gekillt werden sollen, dann auch wie stark ihre Bewegung gedämpft werden soll, welche Reibung die haben und wir können auch beide Werte hier ein bisschen randomisieren. Und wenn wir mal hier auf Play drücken, dann sieht das Ganze schon wie folgt aus. Partikel fallen runter, kollidieren mit dem Collision-Objekt hier und fallen dann hier ins endlose Void runter. Kommen wir jetzt zur Frage, wie können eigentlich zwei Meshes miteinander kollidieren? Um das möglich zu machen, müssen beide Meshes hier einen Rigid Body in Blender erhalten. Man müsste eigentlich meinen, Collision würde das abhandeln können, aber in Blender ist es ein bisschen anders als in Game Engines. Schauen wir uns das mal genauer an. Das herunterfallende Objekt hier hat einen Rigid Body und zwar in den Physics-Eigenschaften hier, der Button auf der rechten Seite hier unten und dann kriegen wir hier diese ganzen Einstellungen. Und das herunterfallende Objekt muss vom Typ aktiv sein, denn das heißt, es wird vom Physik-Simulationssystem von Blender eben gesteuert, unter anderem die Schwerkraft greift und das Ganze fällt hier runter. Wenn wir das machen, landet es aktuell hier unten auf dem Boden. Dem Würfel können wir dabei auch eine Masse zuweisen, wie schwer der eben sein soll und genauso auch unten drunter hier eine Kollisions-Shape. Die Shape ist in dem Fall der Collider, der von Blender drumherum gebaut wird. Normalerweise macht Blender hier immer eine konvexe Hülle. Das heißt, nehme alle Vertices, alle Kanten, alle Flächen, generiere daraus einen vereinfachten Collider, der das Mesh weiterhin umschließt und den und dessen Daten nutzen wir für die Kollisionsberechnung. Wir können aber auch hier Sachen nutzen wie eine Box oder wenn wir wirklich jeden Vertex, jede Kante und jede Fläche brauchen, nehmen wir hier unten das Mesh. Gucken wir uns jetzt den Boden an. Der Boden hat ebenfalls ein Rigid Body, nur ist der vom Typ passiv. Warum? Passiv brauchen wir dann, wenn es nicht vom Physik-Simulationssystem gesteuert ist und eher statisch sein soll. Du kannst es dir so vorstellen wie in der Godot Engine, der Würfel hier ist ein Rigid Body 3D und der Boden hier ist entweder ein Static Body 3D oder ein Animatable Body 3D. Denn nur mit dem Animationssystem können wir hier unten den Boden verändern oder auch irgendwohin anders bewegen lassen. Entsprechend gleiche Einstellungen auch hier. Der braucht eine Collision Shape, die können wir hier zuweisen. Und wenn wir das haben, ist schon die Grundlage fürs Kollidieren gegeben. Ein aktiver Rigid Body trifft auf einen passiven. Für eine Kollision brauchen wir also zwei Rigid Bodies. Aber was ist denn mit dem Abprallverhalten und auch Reibung? Selbst die können wir einstellen. Wir haben nämlich hier bei den Physics Modifiern im Rigid Body, egal ob auf dem aktiven
oder dem passiven jeweils Einstellungen hier unten für die Surface Response. Und ganz wichtig ist, beide Rigid Bodies müssen hier einen Wert eingestellt haben, damit das funktioniert. Andernfalls sehen wir darauf keine Reaktion. Hier in dem Beispiel haben wir jetzt mal beiden 50% Reibung gegeben, im Englischen hier die Friction, und wir haben 100% Abprallkraft oder Abprallen, was im Englischen das Bounciness hier ist. Und wenn wir jetzt mal hier unseren Würfel anschauen, der hat die gleichen Werte hier zugewiesen bekommen. Wir drücken mal hier Play, der fällt runter und bounced einmal hier und nochmal und würde theoretisch hier links runterfallen, wenn die Animation länger dauern würde. Und genau das ist die Sache. Diese beiden Werte brauchen beide Objekte. Wir können hier auch noch weiterhin die Sensitivität einstellen, eben das Collision Margin, wie weit der Collider noch einen kleinen Abstand bekommen soll, und beim aktiven Rigid Body auch, wie stark das Ganze gedämpft werden soll, also abgedämpft, und wie stark auch Rotationen bei Kollisionen abgeschwächt werden sollen. Wie werden eigentlich Meshes bei Kollisionen verformt und was braucht man dafür? Oder die andere Frage ist, wie macht man eigentlich Wackelpudding in Blender? Dafür brauchen wir ein Soft Body auf dem Objekt, was so dynamisch und elastisch sein soll, und auf dem zu kollidierenden Objekt brauchen wir ein Collision. Collision hat ja hier die Fähigkeit eben mit Partikelsystemen und hier unten eben Soft Body und Cloth zu kollidieren. Hier haben wir insgesamt 4 Einstellungen und 2 Haken. Das Dämpfverhalten, die Reibung und auch die Dicke innen und außen. Das ist die Grundlage, die wir konfigurieren können für Collision. Beim Soft Body gibt es weitaus mehr Optionen. Denn wenn wir mal hier auf Play drücken, sehen wir, wie dieser Würfel sich hier unten verhält. Der hat schon ein bisschen mehr Geometrie durch ein paar Subdivisions, also Unterteilungen, und einmal auch Bevel angewendet auf den Ecken und Kanten, sodass wir hier verschiedene Faces und Kanten wobbeln sehen. Gehen wir dafür mal hier ins Wireframe Shading, dann sieht man das noch besser hier. Und hier sieht man das doch sehr gut. So viele Ecken und Kanten, die hier durch die Kollision und den Aufprall auf dem Boden wobbeln. Das liegt daran, dass der Soft Body Physics Modifier hier einige Einstellungen hat, gerade im Bereich Edges hier unten, die interessant sind für die Plastizität und das Biegeverhalten von Kanten. Und diese beiden Werte sind auch meistens die interessanten. Genauso auch hier oben das Pull- und Push-Verhalten, eben im Grunde die Steifheit, die wir konfigurieren können beim Wackeln, wenn das Ganze hier aufprallt. Und das finden wir ja hier alleine unter Edges. Unten haben wir auch noch hier die Stiffness. Wie steif ist dieses Mesh im Allgemeinen? Das können wir hier auch von 0 bis 100% einstellen. Und ganz wichtig ist, wenn du dieses Wackelverhalten hier nutzen möchtest, dann rate ich dir, den Haken bei Goal rauszunehmen, um eben festgelegte Kräfte hier zu deaktivieren. Einfach nur typische Kollisionen mit kleinen Verwackelungen. Kannst du dir auch so vorstellen, wenn jetzt auf dem Soft Body noch was anderes kollidieren würde, meinetwegen ein Charakter, und der würde jetzt hier auf einer Hüpfburg springen, das könnte man auch dafür sehen, oder vielleicht ein Trampolin. Auch da ist das Ganze sehr schön einsetzbar. Beim Objekt hier oben können wir noch Reibung und Masse für den Soft Body einstellen, bei Simulation noch die Geschwindigkeit der Simulation, und wie bei vielen anderen Dingen im Cache können wir hier den Frame Range einstellen und dann das Ganze hier auch in eine Animation baken, um hier unten feste Keyframes dafür zu haben. Also im Grunde die gleichen Einstellungen wie bei anderen Objekten, aber wir müssen halt uns gut überlegen, welche Kombination von Werten wollen wir haben, damit das funktioniert. Im Übrigen kannst du dieses Verhalten hier auch nutzen für zum Beispiel Luftballons, denn wenn das Ganze zusammenfällt und wir haben hier kein Bending, dann wird der Würfel in sich kollidieren. Und dann kann man hier unten mit der Self-Collision unter anderem dafür sorgen, dass jeder Vertex und jede Edge im gleichen Mesh miteinander kollidieren können, dass er nicht einfach so zusammengefaltet da drin komplett liegt.
Wie können wir in Blender eigentlich Pendel bauen, sodass auch die Kugeln oder in dem Fall hier die Blöcke miteinander kollidieren können? Um das möglich zu machen, brauchen wir auf den betreffenden Objekten überall hier einen Rigid Body. Also jeder von diesen 4 Würfeln hier ist ein Rigid Body. Die 3, die hier kollidieren und schwingen, sind aktive Rigid Bodies. Da haben wir eben schon alle Einstellungen kennengelernt. Und der hier oben, der stehen bleibt, muss auf passiv sein. Was ihr aber hier interessanterweise noch seht, ist, es gibt hier 3 Empty-Objekte, die als Ankerpunkte agieren. Und diese Empty-Objekte hier, die haben jeweils ein Rigid Body Constraint zugewiesen bekommen. Rigid Body Constraints sind in Blender die Möglichkeit, um zum Beispiel ein Pendel, Motoriken, Federungen und andere Dinge zu bauen. Durch die Einstellungen des Typs hier oben kriegen diese verschiedene Einstellungen. Hier zum Beispiel haben wir jetzt gerade Point. Das heißt, einfach nur das Empty-Objekt hier ist ein Ankerpunkt. Und die ursprüngliche Positionierung bei Frame 0 definiert die Distanz dorthin und auch, wo ihr Startpunkt vom Schwung ist. Wenn wir jetzt hier auf Play drücken, bewegen wir uns in dieser Richtung hier relativ zum Object Origin hier oben, in diese Richtung mit einem Schwung, machen genau diesen und dann kollidieren wir hier unten. Das heißt, die transparente Linie hier ist nur ein Referenzpunkt für dich. Grundlegend, um das Ganze möglich zu machen und hier einen Rigid Body Constraint korrekt nutzen zu können, brauchst du einfach nur 2 beliebige Rigid Bodies auszuwählen. Nehmen wir mal da hinten diesen Würfel und dann mit Shift und Linksklick hier vorne den anderen. Jetzt können wir über das Object-Menü hier oben, ganz weit unten unter Rigid Body, hier Connect machen und dann würde automatisch hier dieses Empty-Objekt eingefügt werden. Dann werden beide Meshes, einmal der hier und der da hinten, hier unten bei den Objects eingetragen. Denn wichtig zu wissen ist, ein Rigid Body Constraint funktioniert immer nur auf 2 Objekten. Und das ist die Basis dafür. Das heißt, wir haben hier einmal einen passiven Rigid Body, der hier stehen bleiben muss, und der andere, der schwingen soll. Zu einem Rigid Body Constraint gehört immer ein aktiver und ein passiver, außer bei einzelnen Typen davon, unter anderem ganz unten der Motor, da können auch beide auf aktiv gestellt sein. Was wichtig zu wissen ist, jeder von diesen verschiedenen Arten von Rigid Body Constraints bedient sich einer Achse und dafür sind die Empty-Objekte hier ganz praktisch, denn das sind die Ausrichtungen, die wir hier haben. Und wenn wir mal genau hingucken, zum Beispiel hier der Hinge. Beim Hinge können wir eine Z-Limitierung einführen und zwar nach oben und unten gesehen, wie weit dürfen wir uns hier maximal rotieren vom Ursprungspunkt aus weg. Das können wir hier konfigurieren. Oder beim Slider, es geht nur um die X-Achse, wie weit weg gehen wir dort. Genauso auch beim Piston. Wir haben zweimal hier die X-Achse und den X-Winkel, das ist trotzdem in diese Richtung hier. Dann haben wir einmal das Generic und das Generic Spring. Das ist im Grunde dynamische Federung in Blender. Hier können wir mit allen 3 Achsen arbeiten, aber auch da müssen wir auswählen, in welche Richtung welche Achse agieren soll. Und zum Schluss unten die Motorik, die nutzt keine Achsen, sondern einfach eben Physics und Kräfte, und zwar eine Angular Velocity, was quasi Rotation ist, und eine lineare Velocity, was eben Beschleunigung ist. Und das gilt eben für jeden Rigid Body individuell. Entsprechend kriegst du andere Verhalten raus, je nachdem, was du hier für eine Art von Rigid Body Constraint auswählst. Und wenn die Achsen nicht passen, dann nutzt du typische Transform-Eigenschaften wie eben die Rotation hier aus und du kannst zum Beispiel hier die Rotation umstellen in der X-Achse und hier einfach Z nach vorne, nach unten gucken lassen, wohin du es eben brauchst. Wie baut man eigentlich Kleidung für einen Charakter in Blender? Dafür brauchen wir 2 Dinge. Wir brauchen auf dem Charakter oder dem Objekt, was Kleidung tragen soll, ein Collision. Das haben wir bereits jetzt kennengelernt. Und hier unten gilt Soft Body und Cloth Einstellungen. Das sind die 4 Stück, vorhin schon kennengelernt. Und wir brauchen eben auf dem Kleidungsstück
unter anderem den Cloth Modifier. Cloth ist dafür da, dass wir ein Plane oder grundlegend ein bereits gebautes Mesh wie ein T-Shirt, was entsprechend viele Polygone und Unterteilungen hier hat, biegsam wird und sich um ein anderes Mesh mit Kollision drumherum schmiegen kann. In unserem Beispiel hier ist die Idee ganz simpel. Dieses Plane hier hat ein Loch und zwar für den Kopf. Das fällt gleich von oben runter und wird hier so eine Art Umhang für diesen Charakter. Gucken wir uns das mal genauer an und drücken mal hier auf Play. Da sehen wir, der Umhang ist geschaffen. Hier haben wir unseren edlen Herrscher und Fürsten mit seinem Cape hinten dran. Und dieses Plane hat von mir auch Shade Smooth bekommen, einfach damit es besser aussieht. Wir können mal hier auch Shade Flat machen zum Zeigen. Da sehen wir nochmal hier, jeden von diesen kleinen Faces wird passend hier eine Verbiegung gegeben, bis es hier passend drauf sitzt. Und das ist die Idee von Cloth. Meist nimmt man einen gebauten Charakter, nimmt Teile des Körpers eben, wo Kleidung drauf sein soll, macht sie ein bisschen größer als der ursprüngliche Charakter eben ist und dann wird da drumherum eben raus ein T-Shirt, ein Oberteil geformt und dann dort mit Cloth versehen. Wir können hier verschiedene Einstellungen treffen, wie unter anderem die Steps, bis das Ganze passend verformt ist, einen Speed Multiplier, auch wie vorher bei der Simulation, Steifheit des Cloth, wir können eine Dämpfung einstellen, wir können jedem Vertex hier eine Masse geben und auch hier das Verhalten in der Luft konfigurieren. Und was bereits bekannt ist, hier unten unter dem Abschnitt Cache können wir auch wieder für einen gegebenen Frame Range hier auswählen, welchen Bereich wollen wir nutzen und in Keyframes einer Animation baken. Also wenn zum Beispiel im Blender dein Charakter eine Laufen-Animation hat und die Hose und auch das T-Shirt sollen ein bisschen mit hin und her schwingen, dann wirst du das Ganze im Blender vorbereiten, das in Keyframes umwandeln und dann kannst du es in einer Game Engine deiner Wahl nutzen als Charakter mit passender Ausrüstung. Genauso gilt auch beim T-Shirt oder Kleidungsstück eben, die Sachen können mit sich selbst kollidieren. Also wenn einzelne Vertices und Kanten eben aneinander gerieben und gedrückt werden, auch da können wir hier Self-Collision nutzen. Das sind so die typischen Einstellungen, die man auf fast jedem Physics Modifier in Blender findet. Wie können wir in Blender Flüssigkeiten simulieren? Zum Beispiel aus einem Wasserhahn soll Wasser in einen Behälter fließen, ungefähr wie hier. Und diese Sphäre spawnt immer und immer mehr Wasser, bis eben hier unten die Animation vorbei ist, dann geht das Ganze nochmal von vorne los. Damit das in Blender funktioniert, brauchen wir Fluid. Und das ist ebenfalls ein Physics Modifier, den wir nutzen können. Dieser Modifier muss auf zwei Objekten gesetzt werden. Und zwar einmal dem Objekt, wo das Ganze rauskommen soll, und einmal dem Objekt, was als Behälter agiert. Und hier beginnt es schon ganz simpel. Wir müssen unterscheiden zwischen einmal dem Flow. Der Flow ist derjenige, der eben das Wasser ist oder eben produziert. Als Flow-Type können wir hier unten einstellen Liquid, Smoke oder Feuer und Smoke, also eben Feuer und Rauch. Und dann haben wir die Frage nach dem Flow Behavior. Wollen wir eben in Flow, dass alles reinfließt? Wollen wir Outflow, dass es wie ein Schwamm quasi die Flüssigkeit löscht? Oder wollen wir, dass unsere Geometrie direkt als Flüssigkeit agiert? Und mehr haben wir dann einfach quasi nicht. Das können wir hier konfigurieren. In unserem Falle also arbeiten wir mit Inflow, denn wir wollen unendlich viel Wasser spawnen, was hier eben in den Behälter hineinfließt. Und das Ganze basiert eben auf der Quelle unseres Meshes hier unten. Wir können dem Wasser auch noch eine Startgeschwindigkeit geben hier mit einem Vektor in der jeweiligen Richtung und das auch konfigurieren. Als Gegenstück dazu haben wir hier unsere Domäne. Und das wiederum ist der Behälter. Hier stellen wir vor allem ein, welche Auflösung das Wasser auch hat und wofür das Ganze gut ist. Domain Type Liquid oder Gas, das ist eben die Frage nach Rauch oder Wasser oder einer Flüssigkeit. Und hier unten Resolution Divisions, das ist eben die Auflösung, die Anzahl der Subdivides für das Wasser.
Wenn wir das hier umstellen, dann können wir eben unser Wasser weniger hochauflösend machen mit weniger Polygonen oder wie eben hier doch schon sehr detailliert mit viel Bewegung. Was wir auch machen hier ist eine Timescale von 2. Das heißt, es wird doppelt so viel produziert wie eigentlich in den 250 Frames. Also im Normalfall ist das Ganze hier nur halb so hoch bis ungefähr Frame 125. Dann wäre die Animation eigentlich durch. Hier unten können wir auch noch Einstellungen treffen für das Liquid selbst. Auch Partikelradius, Randomness, Minimum, Maximum können wir konfigurieren. Da gibt es viele Optionen. Entsprechend haben auch Partikel die Möglichkeit genutzt zu werden und hier können wir viele Einstellungen treffen. Das Mesh aber wiederum selbst, was wir hier erzeugen, das haben wir hier unten und auch dort können wir einen Scaling-Faktor nutzen, Partikelradius und Co. konfigurieren. Das Ganze ist mitgegeben. Und zu guter Letzt beim Cache hier unten, Flüssigkeiten in dem Falle haben hier kein direktes Baking verfügbar, denn es ist abhängig davon, wie die Domain aufgebaut ist. Wenn wir stattdessen mal hier auf unser normales Objekt gehen und wir gehen mal hier zurück, wir wählen nochmal hier unsere Kugel aus, auch dort ist kein Caching-Bereich. Denn wenn sich unser Behälter verformt oder verändert oder woanders hin bewegt, dann muss das Wasser natürlich entsprechend mitbewegt werden. Deswegen ist auch hier die Kugel innerhalb der Domäne. Die Domäne umfasst eben das Flow-Objekt selbst und beherbergt eben den Rest an Wasser hier drin. Schauen wir uns an, wie zwei Meshes beim Aufprall aufeinander eine temporäre oder permanente Veränderung hervorrufen. Entweder bei den Mesh Vertices oder bei der Textur selbst. Ich zeige dir, wie es funktioniert, und zwar mit dem Physics Modifier. Mit Dynamic Paint können wir hier sowohl der Kugel als auch dem betreffenden Objekt das Ganze zuweisen, und einer von den beiden hier wird zum Typ Brush. Das ist derjenige, der das andere oder die anderen Objekte bearbeiten wird. Und da können wir auch hier unten einen Brush festlegen mit einer Farbe und Alpha-Wert unter anderem. Und das andere Objekt hier auf dem Boden, das wird ein Canvas werden. Und zwar unsere Leinwand, die bearbeitet wird. Nur in welcher Form, schauen wir uns gleich mal genauer an. Unser Beispiel hier fokussiert sich darauf, dass eine Kugel animiert über Animation Keyframes hier nach unten fällt. Und zwar wie folgt. Die fliegt hier nach unten, trifft die Ebene und erzeugt hierbei Wellen. Quasi wie wenn etwas ins Wasser fällt und wieder direkt auftaucht. Das wollen wir hier darstellen. Und das klappt nur, weil hier unten unsere Ebene, also der Canvas in dem Moment, hier die Oberflächeneinstellung Wellen aktiviert hat. Das heißt nämlich, wenn ein Brush mit eben dem Canvas kollidiert, sollen Wellen erzeugt werden. Diese haben eine gewisse Timeskalierung, eine gewisse Geschwindigkeit, eine Dämpfung, Federung und eine Weichheit. Über diese Parameter hier können wir die Wellen selbst verformen und verändern. Es gibt aber noch weitere Arten von Veränderung der Oberfläche. Unter anderem hier zum Beispiel Vertex Displacement. Das heißt, Vertices werden beim Aufprall hier, seht ihr es gerade, permanent verschoben nach hier unten. Und die bleiben hier auch. Der tiefste Punkt von dem Fall der Kugel hier ist auch das, wo die Vertices hin verschoben werden. Und das könnten wir auch machen, wenn wir also jetzt hier von links nach rechts durchlaufen würden. Das würde hier genauso funktionieren. Und die dritte Art und Weise hierbei ist Painting. Dafür brauchen wir unter anderem auf der Fläche hier ein Material. Das hier oben braucht jetzt selbst keins, aber wir können hier gucken, bei den Physics Modifiern können wir dem Ganzen ja hier den Brush einstellen und dann die Kugel hier von links nach rechts durchziehen lassen, sodass hier auf der UV-Map von den Materials eben die Farbe geändert wird. Das wäre die dritte Art und Weise. Und damit haben wir auch schon die Grundlagen rund um Dynamic Paint fertig. Wir können hier unten noch ein paar Sachen einstellen, eben wie unter anderem die Verteilung, der Drip, das Verändern, das Schrumpfen davon. Wir können genauso hier über den Cache auch natürlich wieder alles in Animation Keyframes baken und abspeichern und dann auch passend exportieren. Die Möglichkeiten haben wir hier genauso.
Beantworten wir jetzt doch zum Schluss die Frage, welcher von diesen ganzen Physik Modifiern ist von Force Fields beeinflussbar? Dafür gehen wir oben links ins Add-Menü, schnappen uns hier ein Force Field und wir wählen mal hier den Wind. Dem Wind gebe ich hier einen Radius von 20 Metern, das passt so, und dann können wir den auswählen und mit RX um 90 Grad minus rotieren, sodass er nach hinten guckt in die Szene entlang plus Y. Jetzt das Ganze mal ein bisschen hier nach vorne verschieben und wir können noch dem Ganzen hier über die Physics Modifier hier den Wind mit der Stärke konfigurieren. Machen wir mal eine Stärke von zum Beispiel 5 und ein Flow-Verhältnis von 1. Und jetzt gucken wir mal, was sich durch den Wind bewegen lässt. Wir stellen fest, die Partikel werden vom Wind nach hinten verschoben. Das kannten wir schon aus den 2 Videos vorher. Der Softbody landet hier unten gar nicht mehr, sondern wird direkt vom Wind nach hinten gedrückt. Wir haben die Kleidung, die wobbelt ein bisschen dem Wind entgegen. Das Fluid, das Wasser, verbreitet sich an der hinteren Wand von der Domäne und nicht mehr direkt auf dem Boden, hat also eine komplett andere Verteilung. Und das sind auch die einzigen, die davon beeinflusst sind. Collision, Rigid Body und Rigid Body Constraints sowie auch Dynamic Paint interessiert das hier überhaupt nicht. Und damit ist auch das Rätsel um die 8 verschiedenen Physics Modifier gelöst. Egal welchen von den 8 du nimmst, jetzt weißt du, wofür du sie einsetzen kannst und wie sie funktionieren. Und damit hast du gesehen, mit welchen Beispielen du bei Physics Modifiern arbeiten kannst. Schon ziemlich interessant. Die Vielfalt und das Feintuning liegt wie immer natürlich bei dir, denn jedes Beispiel, jede Anwendung und jedes Projekt ist anders. Welches fandest du am spannendsten? Cloth oder doch Liquids, Soft Body, Rigid Body Constraints oder doch hinten Dynamic Paint? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Lass ansonsten gerne einen Like, wenn es dir gefallen haben sollte. Abonniere, wenn du mehr sehen möchtest. Und wie immer gilt, Fragen, Feedback und Meinungen zu den Videos gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.